Lasst uns beten. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you that we can gather here again, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln können. and we thank you that we can study your word, Und wir danken dir, dass wir dein Wort studieren können. and you gave us this privilege of being here. Und dass du uns den Vorrecht gegeben hast, hier zu sein. I pray that you please guide us in this hour of study. So bitte leite uns während dieser Stunde des Studiums. Help us all to understand the topic and the importance of it. So hilft uns alle, das Thema zu verstehen und die Bedeutung und Wichtigkeit dessen. And I also want to pray that you please forgive us from any sins that we might have done today. Und ich möchte auch, dass du uns vergibst, irgendwelchen Sünden, die wir heute begangen haben. And clear our minds so that we can pay attention. Und hilft uns, klaren Verstand zu haben, damit wir aufmerksam sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, good evening everybody, So, guten Abend allerseits and also welcome back to those that came back. und willkommen zurück für diejenigen, die zurückgekommen sind. Okay, so let us open this evening with the quote I just posted. So, lasst uns heute Abend öffnen mit einem Zitat, der gerade gepostet worden ist im Livestream. It says, "Not one of us will ever receive the seal of God, while our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost." Alright, so what does it say? What are we to do? So, was sagt es? Was sollen wir tun? Cleanse our soul of every defect. Yes, Also unsere Seele von jeder Verunreinigung reinigen. it says our soul temple, right? Unsere Seelentempel. Okay, and it says with whom it is left to do this? Und mit wem ist dieses Werk überlassen? Yes, it's left with us, right? We have to do it. Uns überlassen. Wir sollten es tun. And we understand here at 2014, Und wir verstehen das gerade hier zur 2014. what did the Lord give us? Was hat der Herr uns gegeben? Let us go to Joel chapter 2. Lasst uns zum Buch Joel, Kapitel 2 gehen. Joel 2. And then verse 23. Und Vers 23. It says, "Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month." So what did he first do, and what does he then do? So, was hat er zuerst getan und was wird er tun? He has given us the former rain and then will. Cause to come down forth. Yes, right? It says, he gave us the former rain moderately, and then he brings in the first month together the former rain and the latter rain. So, Right? er hat das Frühregen im Maßen gebracht und dann im ersten Monat wird er den Früh- und Spätregen bringen. Yeah. So, in the former rain or the early rain, let me just Und diesen Frühregen, when does the former rain begin, wann fängt das Frühregen an? or when does it fall? Oder wann fällt es?
in the cycle of the In the agriculture? spring. So in der Oh, the Wirtschaftszyklus, former rain, no, it's in autumn, sorry, not the summer. also der Frühregen ist The im beginning Herbst, of when the sowing Yes. seeds are so sown. zur Saat. Okay, go with me to Deuteronomy chapter 11, I think it is. Also 5. Buch Mose, Kapitel 11. And then verse 14. 5. Buch Mose 11, Vers 14. It says that I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. So how is the former rain called here? So wie wird das Frühregen hier genannt? The first rain. Right? Das erste Regen. So Christ, who is Christ? So wer ist Christus? First and the last, the Alpha and the Omega. Yes, he's the first and the last, Alpha and Omega, the beginning and the end. Christus ist der Erste und das Letzte, das Anfang und Ende, der ist das Anfang und Ende. So therefore the first is the So der Erste ist das former and it's the beginning, right? Frühere und ist das Anfang. Remember the former things of old. Yes. So therefore when does the former rain fall? So wann kommt das vorherige Regen? In the beginning. In the beginning, Am right? Anfang. Yeah. Amen? Everybody follows? Kann jeder folgen? So therefore he gives the former rain at the beginning So er gibt das Frühregen am Anfang and the latter rain at the end. und das Right? Spätregen am Ende. But we saw that when the latter rain comes, he gives the former rain and the latter rain again. Aber wir haben eben gelesen, dass wenn der Spätregen kommt, es kommt mit den Frühregen und den Spätregen zusammen. Beginning and the end. Yes. So basically that's midnight, right? So das hier ist Mitternacht, dieses kleine Teil hier. So but we stretch out the waymark of midnight. Aber wir dehnen das ganze Wegmarke des Mitternachts hier auf diesen Linie aus. So then we have again a beginning. Dann haben wir wieder einen Anfang. So what does he give therefore at the beginning? So was gibt er denn demgemäß am Anfang? Former rain again. Das Frühregen, Which is the Light. yes. was It's das light, Licht right? ist. In the vision of the two companies before the throne. In diese Vision von den zwei Lagern vor dem Thron, zwei Gruppen vor dem Thron. Because the little praying company, they receive the light, In der klein betende Schar, die erhalten das Licht. and afterwards the exceeding bright light comes. Und danach kommt das äußerst helles Because Licht. it was the light that had to cleanse. Yes, Or the former rain had to cleanse, and therefore that's what the light was through that shone into Isaiah. exactly. So das Licht muss reinigen und das ist das, was es tut. In das Herz von Jesaja hineingeleuchtet. Because we saw what must we do in order to receive the latter rain? Denn wir haben gesehen, was müssen wir tun, so dass wir das Spätregen erhalten Receive the können. former rain. According, Cleanse the heart from every defilement. according to the quote we read at the beginning, was cleanse our soul temple from So, every defilement. gemäß Okay. das Zitat, die wir am Anfang gelesen haben, wir müssen den Seelentempel von jeder Verunreinigung reinigen. Therefore, when you come here, your soul temple must have been cleansed already. So right? deswegen, wenn wir hier ankommen, den Seelentempel muss bereits gereinigt sein. So, therefore, what cleanses you before you come here must be all the light that came beforehand. So Right? deswegen, was dich reinigt, noch bevor du hier ankommst, ist das gesamte Licht, die du hier zuvor erhalten And hast. also all the light that you received here. Und natürlich all das Licht, die wir hier erhalten haben. So, it's the former rain that cleanses you and prepares you for the latter rain. So ist es das Frühregen, der dich reinigt und vorbereitet auf das Spätregen. And according to the quote we just read, what needs to be cleansed? Und gemäß der Zitat, die wir zu ihm gelesen haben, was muss gereinigt werden? The soul temple. The soul temple. Der Seelentempel. Okay. So, therefore, in this time here, So deswegen in diese Zeitperiode hier the temple gets cleansed. ist es der Tempel, der gereinigt wird. So, and how long was it from temple cleansing to temple cleansing? Und wie lange war das von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung? 3 years, right? 3 Jahre. Because when Christ cleansed the temple for the first time, he announced the work to cleanse this human temple. Denn Right? wenn Christi das erste Mal der Tempelreinigung gemacht hat, der hat verkündigt das Reinigen des Seelentempels. And the 3 years are the 3 steps of the everlasting gospel. Und diese 3 Jahre sind die 3 Schritte des ewigen Evangeliums. And
what is another illustration of the everlasting gospel? Und was ist eine weitere Darstellung des ewigen Evangeliums? Yes, the 300 messages, diese drei these Engelsbotschaften, 3 steps, but what time is it? Also welche Zeit ist es? The 3 steps, the 3 angels' messages. Also die 3 Schritten, die 3 Engelsbotschaften. From when to when is it? Von wann bis wann ist es? 1788. Yes. Also 1789 bis 1844. So you have 1798 here, 1798 hier October 22nd here. und Oktober 22. 1844. Okay, and this also then therefore Und das ist dann auch was? the 7 thunders, Die right? 7 Donner. So you have 7 thunders in here. So hier haben wir auch den 7 Donner. And we looked at these 7 thunders, how are they also illustrated in this time? Und wir haben diese 7 Donnern auch angeschaut. Wie werden sie auch in dieser Zeit anders dargestellt? Yes, louder, please. Yes, the sprinkling of the blood 7 times, Das right? ist das Besprengen das Blut 7 Mal. Yeah. Yes, which Was- is God's voice. Was Gottes Stimme auch ist. God's voice is the thunders. Und Gottes Stimme ist auch das Gedonner. Okay, so therefore we can see in here is the work of cleansing to be done. So, wir können sehen, dass in dieser Zeitperiode hier ein Werk der Reinigung findet statt. Okay, and it's through the light that the Lord gives us in this time here, Und right? es ist, diese Reinigung wird durch das Licht stattfinden, die der Herr uns in dieser Zeit gibt. Because that's the former rain that cleanses you. Weil das hier ist das Frühregen, was uns reinigt. Yeah? Everybody Amen. follows? Kann jeder folgen? Okay, so what other symbol is given in the Bible to illustrate that? Okay, let's ask it in a different way. Okay, because it says here in the quote, Denn es sagt in dem Zitat, not one of us will ever receive what? kein einziger von uns werde je was erhalten. The seal of God. Das Siegel Okay. Gottes. While our characters have one spot or stain upon them. So, therefore, when do you receive the seal of God? So, wann erhältst du den Siegel Gottes? When you have no longer any spot. Yeah, when you have no spot anymore, right? Also wenn du keine Fleck oder Makel auf deinen Charakter mehr hast. And when you also have no spot or stain on your character, what else do you receive? Und wenn du keinen Makel oder Fleck auf deinen Charakter hast, was erhältst du noch? The latter rain, right? Der Spätregen. So therefore the seal of God and the latter rain, they are basically one and the same, right? They go hand in hand. Der Siegel Gottes und der Spätregen sind eins und dasselbe, die gehen Hand in Hand. That's an agreement with the point we were making this morning, because the blood on the doorpost is the seal, Ja. Yes. and it's tying the latter rain, which is the water, so the water and the blood are being tied together in this quote here. Also das ist dasselbe, wie wir heute Morgen gemacht haben. Also das Blut auf den Torpfosten, das war das Siegel Gottes. Und das Regen, das Wasser, heute Morgen haben wir das Blut und das Wasser zusammengebunden. Das Wasser ist der Heilige Geist, was der Spätregen ist. Yes, exactly. Was das Siegel Gottes ist. Ja. Okay. Yes, so basically, when you have this blood on the doorpost, this is also when you have the seal of God. Also wenn du das Blut auf dem Türpfosten hast, das markiert auch, wenn du diesen Siegel Gottes hast. Why? Warum? Because you're in the refuge city. The Okay. destroyer can't get you. Yes, the destroyer can't get you. Also right? der zerstörende Engel kann nicht ran an dich. The destroyer sees the seal and knows he can't touch you. Yes. Der zerstörende Engel sieht das Siegel und weiß, dass er dir nicht anhaben kann. This is, let's just confirm this quickly. Let's go to Ezekiel chapter 9. Lasst uns das bestätigen. Gehen wir zu Hesekiel Kapitel 9. Okay, and let's read verse 4. Vers 4. Hesekiel 9, 5. Verse 4 und 5. Or 4 to 6, sorry. Sogar 4 bis 6. Says,
And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. So who receives the seal of God? So wer erhält den Siegel Gottes gemäß Vers 4? Those that sign and cry for the abomination. Yes, those that sigh and cry for the abominations that are going on where? Diejenigen, die wehklagen und heulen wegen der Gräueltaten, die wo stattfinden? In ihrer Mitte. Yes, in the midst of Jerusalem. Right? In ihrer Mitte, ja, in der Mitte von Jerusalem. So, therefore, what can we see? What will therefore take place in this time here? So, was können wir daraus erkennen, was hier in dieser Zeitperiode stattfinden wird? Sighing and crying and weeping. Those that are settling into the truth, intellectually and spiritually. Yes, abominations. Okay. Also Gräueltaten. So in the very midst of us, abominations will take place. So genau in unserer Mitte werden Gräueltaten stattfinden. And only those of us that will sigh and cry for these abominations will receive the seal of God at the end. Und Okay? nur diejenigen unter uns, die wehklagen und heulen wegen dieser Gräueltaten, werden am Ende das Siegel Gottes erhalten. Okay. It says that it's the wedding garment. Yes, okay. You can post quote that. This would be nice. Okay. Because I will also deal with the wedding garment. Okay. So, therefore, in this time, an apostasy is going on. So, zu dieser Zeit findet ein Abfall oder ein Abfall statt. Yes. And we must sigh and cry. Okay. Und wir müssen heulen und wehklagen. Okay. And then we receive the seal of God. Und wenn wir das tun, werden wir das Siegel Gottes erhalten. Okay. And obviously, what abominations are these? So, was für Gräueltaten sind das? Yeah, the ones that you see. Ezekiel 8. Yes, in Ezekiel 8, So right? diejenigen, die man in Hesekiel 8 And, zu lesen and in bekommt. Ezekiel 8, where did they take place? Und im Hesekiel 8, wo fanden diesen Gräueltaten statt? In the temple. Yes, in the temple, right? In das Tempel. And who is the temple? Und wer sind das Tempel? We are the temple, right? Wir sind. What are you to do in this time? Was sollst du hier tun? Cleanse your Cleanse the soul temple from every defilement. Wir Okay? sollten den Seelentempel von jeder Verunreinigung reinigen. So there's some of us who do the cleansing work of the soul temple. They will sigh and cry. So Okay. gibt es einige von uns in das Reinigen des Seelentempels, die wehklagen und heulen werden. And the other ones, the world, right? You have the little print company in the world. Und die andere Gruppe, also die Welt, wenn man die kleine Betende schauen, die Welt, They will allow all these abominations to enter their soul temple. die werden all diese Gräueltaten erlauben, in ihrem Seelentempel einzukommen. Okay, keep your finger here in Ezekiel 9 because we will come back. Haltet den Platz hier in Hesekiel 9. Let's go to 1 Corinthians chapter 3. Lasst uns zu 1. Korinther 3 gehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3. And let's read verse 16 to 17. Und die Verse 16 und 17. 1 Corinthians 3 verse 16 to 17. It says, Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Okay, so therefore what will happen to those that defile the temple in this time instead of cleansing it? So, was werde mit denjenigen geschehen, die in dieser Zeit den Tempel verunreinigen, anstelle von es zu reinigen? God says, I will destroy them. Gott sagt, ich werde sie zerstören. Okay, go back to Ezekiel chapter 9. Let's So, zurück confirm zu this. Hesekiel 9. Let's again begin in verse 4. Let's read down to verse 6. It Also wir fangen wieder in Vers 4 an und lesen bis Vers 6. says, And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing,
Go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children, and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. So, does God destroy those that defile the temple? So zerstört Gott diejenigen, die den Tempel verunreinigen? Yes, right. Ja. And nobody is to be excluded. Okay. Und niemand sollte von diesem Gericht ausgeschlossen bleiben. Therefore, we can be sure that the Lord will execute a judgment upon the despisers of His grace in this time. So deswegen können wir sicher sein, dass der Herr Gericht ausführen werden über diejenigen, die seine Gnade in dieser Zeit verachten. Okay, so what are we to do in this time, therefore? So was sollen wir in dieser Zeit tun? Pray for the rain, or ask ye of the Lord rain in this time of our life. Wir müssen den Herrn bitten um Regen zur Zeit des Spätregens. So let's go to, I think it's 2 Corinthians. So lasst uns zum 2. Korintherbrief gehen. Oh no, actually it's 1 Corinthians, chapter 11. Es ist 1. Korinther, Kapitel 11. Let's read verse 31 to 32. Die Verse 31 und 32. It says, For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Okay? So what's the only way how not to be condemned with the world? So was ist der einzige Weg, nicht mit der Welt verurteilt oder verdammt zu sein? Because you have the little praying company and you have the world. Weil Right? denkt dran, es gibt die zwei Gruppen, der kleine betende Schar und die Welt. And the world will be condemned. Und es sagt hier, dass die Welt verurteilt oder So, verdammt so wird. what is the difference between the little praying company and the world in this time? So was ist der Unterschied zwischen der klein betende Schar und die Welt in dieser Zeit? A lot of praying company judging and examining themselves. Amen. Amen. Also der klein betende Schar, die untersuchen und richten sich selbst. They're looking into the temple. Sie schauen in ihrem eigenen Tempel hinein, Any defilement. Yes. Amen. um zu sehen, ob es irgendwelchen Verunreinigungen darin gibt. So that's what we must always look at, right? To our own evil heart. Danach mussten wir Ausschau halten, unser eigenen böses Herz. Okay, we have to deal with open sin and with rebellion. It's plainly stated in the Bible. So, wir mussten mit offener Sünde und Rebellionen umgehen, die klar in der Bibel beschrieben ist. But besides this, we have to judge ourselves. Aber ausgenommen von diesen Sachen, offene Rebellion und what did you say? Open Rebellion und Open sin and rebellion. also offene Sünde und Rebellion, außer diese Dinge, wir mussten uns selbst verurteilen und richten. Because our heart is full of pride and evil and self-righteousness and all these things. Weil unsere Herzen sind voller Stolz und Bösheit und Selbstgerechtigkeit und all solches. Yeah. And we must examine ourselves whether we truly sigh and cry for all of our nations or whether we are self-righteous judges. Okay. Und wir müssen uns untersuchen, um zu sehen, ob wir tatsächlich wehklagen und heulen wegen dieser Gräueltaten oder ob wir selbstgerechte Richter sind. Okay. Because only those that sigh and cry, they will be part of the little praying company. Weil nur diejenigen, die wehklagen und heulen, werden ein Teil des kleinbetenden Schars sein. Okay. And therefore that's the work, it's the work of self-examination. Es ist das Werk von Selbstuntersuchung. Because that's the only way how we can see the defilement in our own temple. Und es ist der einzige Weg, wie wir das Verunreinigung im eigenen Tempel erkennen können. Okay. And then we can be cleansed by God's grace. Und dadurch, mit Gottes Gnade, können wir gereinigt sein. Okay. Gereinigt werden. So you wanted to It's posted. you posted the photo. Also es gibt ein Zitat in den Livestream.
Yes, it says, what is the seal of the living God which is placed in the foreheads of his people? It is a mark which angels but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. The intelligent mind has seen the sign of the cross of Calvary in the Lord's adopted sons and daughters. The sin of the transgression of the law of God is taken away. They have on the wedding garment and are obedient and faithful to all God's commands. It's like Joshua gets this robe. Yes. Mhm. Okay, so therefore this quote does what for us? So diesen Zitat tut was für uns? Ties the parallel with 10 virgins and the cross Also es verbindet das Gleichnis von 10 Jungfrauen und das Kreuz to the seal, mit das Siegel Gottes. Yes. and also ties you with Ezekiel 9 because it says, go through the midst of the city and smite, spare not, but don't touch those that have the mark. So Und es verbindet auch Hesekiel 9, weil Hesekiel 9 sagt, geht durch den Stadt und erschlage all diejenigen, die nicht den Siegel Gottes haben. Yes. So basically, when you have the seal, you also have the wedding garment, right? Also im Grunde, wenn du das Siegel hast, hast du auch den Hochzeitsgewand an. So the letter rain, the seal. Also Spätregen, Siegel Gottes und Hochzeitsgewand sind dasselbe. Wedding garment. and it's interesting because the quote that you put in there, it's about the oil, and at the weekend there I was showing the ladder. Peter's ladder and Jacob's ladder represents the angels coming down and giving you the oil line upon line, and that's what's cleansing you. Also während der Woche haben wir das Petrusleiter angeschaut und Linie auf Linie diese Engel, die auf und ab gehen auf diesen Leiter, die bringen das Öl. Und es ist das Öl, der uns reinigt. Yes. Because all the prophets, they, like Ezekiel, what did he see? Denn all die Propheten, wie zum Beispiel Hesekiel, was haben sie gesehen? Cherubims. Yeah, they saw the cherubim. Die haben Right? diese Cherubim gesehen. And the cherubims are those that come down and bring the oil to you. Und diese Cherubim sind gerade diejenigen, die herabkommen und dir das Öl reichen. And the oil is there too. Und das Öl ist Cleansing, da, um dich zu reinigen, Yes. zu heiligen. Let's read this next quote here. Zu reinigen. Also jetzt wieder ist ein anderes Zitat im Livestream gekommen, wir wollen das jetzt lesen. Das ist von Lorenz. Because in this quote, now she compares the wedding garment with the oil. Denn in diesem Zitat, Ellen White vergleicht der Hochzeitsgewand mit das Öl. She says, the people of God must cleave to God, else they will lose their bearings. So, what does this bring to your mind when it says they must cleave to God? So, erster Satz. Was kommt zu Gedanken, wenn es sagt, dass sie an Gott haften soll? They must completely trust him, not let go of him. Yes, but what story illustrates this? Also welche Geschichte? Also Jakob. Yes. Okay, you must wrestle with the Lord, you must cleave to Him in this time. Also Okay? du musst mit dem Herrn ringen, in dem Sinne, du musst ihm festhalten, nicht loslassen. Because otherwise you will lose your orientation. Das sagt ja, andererseits werdest du deine Gesinnung, also nicht Gesinnung, Orientierung verloren. If they cherish hereditary and cultivated traits of character that misrepresent Christ, while professedly his disciples, they are represented by the man coming to the gospel feast without having on the wedding garment, and by the foolish virgins which had no oil in their vessels with their lamps. We must cleave to that which God pronounces to be truth, though the whole world may be arrayed against it. Okay, so two thoughts in here. Also zwei Gedanken in diesem Zitat. Die So first we see she likens the wedding garment to the Oil. oil, right? Also zuerst verbindet sie das Hochzeitsgewand mit das Öl. Okay. But what does it say? How don't you get the wedding garment or the oil? Also wie erhältst du den Hochzeitsgewand oder Öl nicht? When you've got What does it say? hereditary, when you hold on to your hereditary and cultivated traits. Yes, when you cherish these things, right? Cherish them. Also wenn du hegst deinem geerbten und angewohnten Charaktermerkmal. So what saying is there that many
people used to say that would manifest this thought? So, welche Aussage gibt es, die Menschen nutzen, um diesen Gedanke gerade zu In a sense, manifestieren? to cherish or to hold on to your cultivated and hereditary traits of character. So in dem Sinne, dass du festhältst deinem geerbten oder angewöhnten What statement? Charaktermerkmal. What do they say? Was sagen sie? Welche Aussage? Don't judge not. Or- Mm. They say, it's just who I am. Sie sagen, das ist nur der ich bin. Yeah. It's just me. Okay. Das bin ich. Yeah. But what does the Bible say? Who are we? Was sagt der Bibel? Wer sind wir? Liars. Yes, we are liars, we're evil, Wir right? sind Lügner, wir sind böse. And are we to stay as we are? Und sollten wir so bleiben, wie wir sind? No, right? Nein. Do we have any justification to use this to justify our false actions? Haben wir irgendeine Rechtfertigung, um unsere falschen Charakterzügen zu rechtfertigen? No, No. right? Because the whole gospel plan is. Let's go to Romans 8. So gehen wir zu Römer 8. Römer 8. Let's read verse 29. Und Vers 29. It says here, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So, whose image are we to reflect? So, wessen Ebenbild sollten wir widerspiegeln? Image of Christ, right? Ebenbild Christi. So, when you say it's just who I am, you deny the whole plan of salvation. Also wenn Okay? du sagst, das ist nur wie ich bin, also du verleugnest der ganze Erlösungsplan. Because the whole plan of salvation is exactly to do the opposite, to make you not be who you are, but to make you like Christ. Denn der ganze Erlösungsplan ist gerade darum, dass du nicht seist, wie du bist, sondern dass du seist, wie Christus ist. Okay, and that's why He gives you light to cleanse you from yourself and to make you like Christ. Und deswegen Okay? gibt er Licht, um dich von dich selbst zu reinigen, sodass du wie Christus sein wirst. Amen. Amen? Okay. One further thing in that quote right at the Yes. bottom is that the whole world will be arrayed against you. Amen. That's the next point. Oh, okay, sorry. You said No, two no, points. yes. So the last sentence it says, Also der letzte Satz in diesem Zitat, die wir gelesen haben, it says, we must cleave to that which God pronounces to be truth, though the whole world may be arrayed against it. So what does it already tell us? so was sagt uns das bereits? The whole world's going to be arrayed against you. Amen. Also die ganze Welt wird sich aufstellen gegen diese Wahrheit. So you have at the beginning you have the church and the World. world, So am right? Anfang hast du die Gemeinde und die Welt. So all of us in this camp that belong to the world, what will they do with those that hold to the truth? So all diejenigen von uns in diesem Lager, die zu der Welt gehören, was werden sie tun mit denjenigen, die die Wahrheit festhalten? Turn upon the whole of the Yes, it says here, right? Das sagt es hier. The whole world, not just some of the world, the whole world will be arrayed against Es you. sagt hier, die ganze Welt wird aufgestellt gegen uns. Nicht ein Teil davon, sondern das Ganze. Okay, so therefore we must heed the warning, brothers and sisters. Deswegen müssen wir diese Warnungen ernst nehmen. Okay, so so we can see this is this work of cleansing, So wir können sehen, dass das hier das Werk der Reinigung ist. and if we're cleansed, we receive the latter rain, the seal of God, the wedding garment, and we have the oil in our vessel. Und wenn wir gereinigt werden, dann erhalten wir das Spätregen, das Siegel Gottes, der Hochzeitsgewand und Öl in unserem Gefäß. Okay, so and I just want to now look at this garment here, Und jetzt Okay. möchte ich ein bisschen dieses Gewand anschauen. because in the Bible, a garment represents character, right? Denn in der Bibel ein Gewand stellt Charakter dar. righteousness of the saints. Okay,
So let's go now to Exodus So lasst uns zu 2. Buch Mose gehen. chapter 28. 2. Mose 28. Okay, and before we read here, Noch bevor wir das lesen, what office are we called here to be or to officiate in? so welche Amt werden wir hier berufen, dass wir darin dienen? Yes, to be priests, right? Um Priestern zu sein. Like Samuel, here he didn't know the Lord, right? But he was called 3 times. So wie Samuel, also hier erkannte den Herrn noch nicht, aber er war 3-mal gerufen. And then he became a prophet and a priest and a judge. Und dann ist er Prophet und Priester und Richter geworden. So that's this apprenticeship that the Lord gives us at the moment. Und das ist dieser Lehrgang, die der Herr uns zurzeit gibt. So to become a prophet, a priest and a judge. Um ein Prophet, ein Priester und ein Richter zu werden. Okay, and yeah, therefore all those that cleanse their soul temple will become priests. So, denn all diejenigen, die den Seelentempel reinigen, werden Priester hier werden. Okay, so and the priest, yeah, he had also a garment on. Und der Priester, der hat auch ein Gewand getragen. Okay, now let's go to Exodus 28 Also 2. Mose 28 and let's begin in verse 15 and let's read down to verse 16. und wir lesen die Verse 15 und 16. And it was even the high priestly garment, Und das war sogar der hohe priestliche Gewand. the garment of Melchizedek. Also der Gewand des Melchisedek. And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work, after the work of the ephod thou shalt make it. Of gold, of purple, and of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen shalt thou make it. 4 square it shall be, being doubled, a span shall be the length thereof, and the span shall be the breadth thereof. Okay. So, on this garment, what was to be made on, according to verse 15? Diesen Gewand, gemäß Vers 15, worauf sollte es gemacht werden? Sorry? What was to be put on this garment? So, was sollte auf diesen Kleidungsstück gemacht werden, gelegt werden? So says here in verse 15, and thou shalt make the breastplate of Also der Brustplatte sollte, judgment. der Brustplatte der Gericht. Okay, so he had a breastplate of judgment on his garment. Also auf sein Gewand hatte er eine Brustplatte des Gerichts. And what shape did it have? Und welchen Form hatte es? Verse 16. Vers 16. What does it say? Was sagt es? Yes, it was 4 square. Es ist Okay. ein Viereck. Alright, so let's. Alright. Okay, and now let's continue. Und wir lesen weiter. Let's read verse 17 Vers 17. and down to verse 21. 17 bis 21. It says, and thou shalt set in it, so in this breastplate of judgment, So in diese Brustplatte des Gerichts settings of stones, even 4 rows of stones. So now 4 rows of stones were put in here. so 4 Reihen von Steine waren hier drin gelegt. And it says here, Sagt weiter. the first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle. Alright, so
name them again. Sardius. Sardius, Topaz, and Carbuncle. Okay. Maybe like this. Sardius. Topaz, and Carbuncle. CL. Like this. Good. And let's just somebody else read and I will write down. So, jemand liest jetzt Vers 18 und Brother Lorenz wird schreiben. And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. Emerald. Emerald, sapphire, and a diamond. Double P. Yes. And a diamond. Yes. And the third row, a ligure, an agate, and an amethyst. L-I-G. Huh? L-I-G. L. I. Na, I. Sorry. G. U-R-E. Okay. The ninth one was? Amethyst. Y-S-T. Okay. And Next the one. last one, in the fourth row, a beryl, and an onyx, and a jasper. Okay. Alright, so this was on the breastplate of this priestly garment. So, Okay. das war, was auf den Brustplatte von diesem priesterlichen Gewand getragen ist. And therefore, when we start officiating in this priestly office, So, wenn wir anfangen zu dienen in diesem Priesteramt, that will be on our breast. Okay. das ist, was auf unserem Brust sein wird. Okay. So we will wear this breastplate of judgment. So, Okay. wir werden diesen Brustplatte des Gerichts tragen. Okay. Now let's read verse 21. So, lasst uns jetzt Vers 21 lesen. It says, "And the stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a signet. Every one with his name shall they be according to the 12 tribes." So what was on each stone? So, was war auf jeder Stein? The name of the tribe. Ein Okay. Name von einem jeweiligen Stamm. So therefore Sardius was which tribe? So, deswegen Sardius war welchen Stamm? Who was the first tribe? Wer war der erste? Firstborn was? Der Erstgeborene war? Need to go back to Yes, right. Es war Ruben. Okay, now I also have to, go back to the end of Leviticus, Yes. end of Exodus. Sorry. let's see where, end of Exodus? Okay. Not the end, End end of Genesis. Genesis, yes. Also das Ende vom ersten Buch Mose. Or the beginning of Exodus. Yes, it's the beginning of Exodus. Also das Anfang vom zweiten Buch Mose. Kapitel 1, Vers 2. But I don't know if it's in Exodus in the order they came. Also ich weiß nicht, ob es hier in der Reihenfolge, wie es gekommen ist. Yes. But I think it's not in the right order. No, you need to go to the blessings. Jacobs. Genesis 49. Also 1. Buch Mose 49. Verse 3. Yes. Okay, because Benjamin was the youngest, right? Weil Benjamin war der Jüngste. Okay, so yes, in verse 3 Vers 3. it says, Reuben, thou art my firstborn. Right? And then it says in verse 5, Vers 5 sagt dann, Simeon and Levi are brethren. Simeon und Levi. Okay, but Levi
what happened to Levi? Aber was geschah mit Levi? Set aside for the priesthood. Yes, he was set aside, right? He was replaced Es war abgesondert für den Priesterschaft. by what tribe was Levi replaced? Und welche Stamm hat Levi ersetzt? Sons, Manasseh. Yes, Manasseh and Ephraim, right? Es war Manasseh und Ephraim. Okay, so let us just first put down the names and then we make the replacements also. So, Okay. lasst uns zuerst den Namen niederschreiben und dann werden wir So diejenigen niederschreiben, die Simeon. ersetzt haben. they're in the same order. Okay. Also Simeon, Chapter 1. Okay, Simeon and Levi. Levi, and then Judah. Judah, Okay. Then Issachar, 2 S's. Zebulun, Zebulon, Zebulon. Benjamin, No, Benjamin was the youngest. Yes. I was. Okay. Maybe They you were in order. So Judah, was no, so with Zebulun, then Dan. Zebulun, Issachar, and then actually I have a list here. Okay. It also will ich just habe eine help. Liste hier. But when you go just to Genesis 49, you can also it's Read Issachar and Zebulun the other way around. Ja, umgekehrt. Da steht auch. okay. Scott, you can read out. Issachar After okay, Issachar. und dann Zebulun, UN, Ja. Zebulun, Hier steht es. Oder? UN. Genesis 49. Und dann Gad, Gad. Asher, Asher, But Dan, Dan, Naphtali und Benjamin. Okay, so but and this is Jacob missing, right? Yes. Jacob must be the. Jacob is right at the beginning. So it just speaks about Jacob's sons. Oh, wait, no. Joseph is missing, so Joseph must be. Joseph, Joseph was the no, first 22. he was the second youngest, right? He had these elder brothers, yes. Okay, so Nav, how do you spell him? Naphthalis. Naphtali. Naphtali. Ja. Achso, Then Joseph und Benjamin. and then. Alright, so. Thanks. And then we understand, right, that Levi got replaced and Joseph got replaced, right? Also wir wissen, dass Levi und Okay. Josef ersetzt worden sind. In 1. Mose 30 wird er da nach dem Judah erwähnt. Okay, Weil der von der Nebenfrau oder weil Rachel keinen Kinder bekommen. okay, let's go there. Genesis 30. So, 1. Buch Mose 30. Which verse do you read? Welchen Vers? 35, also noch von 29 und dann von 30 dann halt weiter. So von 29 fängt es an. Nee, also erst Kapitel 29, der letzte Vers von Kapitel 29 Okay. und dann So last verse of Yes, Says- the 32 sons were Reuben, and then 33 Simeon, then Levi. Ah, here actually I have, oh yeah. Here's actually the right order in this chart. So this order is not right. Oh, we have it there. Okay. da ist es erwähnt, gesetzt dazu. Okay, the first four were correct, but Will you read them all? one second. Genesis 30. Okay. But we can make the necessary corrections. Here I have a chart here. So, ich habe eine Karte hier. That's in the order. Ah, okay. Okay. So, So- Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan.
Naphtali, Gad, Asher, Double S? no, S-E-A-S-H-E-R, ja genau. Issachar, Zebulun, und Joseph and Benjamin. Joseph und Benjamin, ja genau. Okay. Good. Alright, praise God. That's good, great. Okay. So that's the name of the 12 tribes in the order. So, das ist der Name von den 12 Stämmen in ihren Geburtsreihenfolge. And basically they were then written on each of those stones. So Reuben was the first stone, Simeon the second, and so on and so on. Und die würden auf den jeweiligen Stein gesetzt, so Reuben der erste, Simeon der zweite und dann so weiter den Stein nach. And it was on the breast of the high priest. Und das war getragen auf dem Brust den hohen Priester. Okay. So, and what is here on your breast? Was ist hier behind auf the der breast. Brust? Oder womit denkt man an den Brust? The heart. Ans Okay. Herz. So Jesus has continuously his people on his heart. So Jesus hat fortwährend sein Volk auf seine Brust getragen, But- auf sein Herz getragen. But when we become the priests and we wear this priestly garment, Aber wenn wir hier Priester werden und wir diesen Priestergewand tragen, what is happening then to us? was geschieht denn mit uns? We have people in our hearts. Yes, we have now God's people on our heart. Wir Okay? tragen Gottes Volk auf unseren Herzen. We are this good shepherd that is willing to die for the flock, Wir sind denn diese gute Hirte, die bereit ist, für die Herde zu sterben. okay? Because God's people are on our heart. Denn wir haben Gottes Volk auf unserem Herzen. That's was the point I was making. You can't pour out the drink offering until you go to the cross and say, I'm prepared to die for them. You have the perfect love. And So, that's when you can pour out your soul to Yes. the Lord, you know. That's when you can really be poured out from heaven like Christ was. also du kannst den Trinkopfer nicht ausgießen, bis du bereit bist, zum Kreuz zu gehen und zu sterben. Und dann bist du bereit, für die Herde zu sterben. Das ist das, was Christus tat. Er hat sich vom Himmel her ausgegossen. The pioneers say that's when you pour out your heart to God in perfect love. Die Pioniere sagen, das ist der Punkt, wo du dein Herzen zu Gott ausgießt in perfekten Liebe. Yes. Okay, and tomorrow we will continue with the study. Okay. Und morgen werden wir mit diesem Studium fortfahren. But what we could see tonight is that we have to do this temple cleansing in here. Aber was wir heute Abend sehen konnten, ist, dass hierin müssen wir diese Tempelreinigung tun. And this can be done through the light, through the former rain that the Lord pours here upon us. Und das ist ermöglicht durch das Licht, was das Frühregen ist, die der Herr uns in diese Zeit ausgießt. And by a thorough work of self-examination. Und Okay? durch ein genaues Werk des Selbstuntersuchung. And then the Lord can give us the right spirit that we sigh and cry for all the abominations that are done in our midst. Dann kann der Herr uns der richtige Einstellung, der richtige Geist geben, dass wir wehklagen und heulen für all die Gräueltaten, die mitten unter uns stattfinden. And also, obviously, in our own heart. Und Okay? natürlich auch diejenigen von unserem eigenen Herzen. Yes. Da sollten wir mit den Wehklagen anfangen. Okay. And if we do the appointed work here, then we can be cleansed from every defilement and be ready to receive the latter rain, the seed of God, the wedding garment. Und wenn wir das bestimmte Werk hier in dieser Zeit tun, dann werden wir bereit sein, das Spätregen zu erfahren, also das äußerst helles Licht, Spätregen, der Siegel Gottes, der Hochzeitsgewand und das Öl. And we are then these priests, Und wir sind denn diese Priestern geworden, and that will wear the priestly garment. Okay? die diesen Priestergewand tragen werden. And then you have those 12 stones on your breast, Und dann hast du diese 12 Steine auf deiner Brust zu tragen. signifying that you have no true care and love for God's people. Und das zeigt, dass du eine wahre Fürsorge und Liebe für Gottes Volk hast. And you will always be willing to lay down your life to
to save the lost. Und du wirst immer bereit sein, dein Leben niederzulegen, um den Verlorenen zu retten. Because that's then the point of work in here, right? You must Weil- go and seek the lost sheep. Das ist in dieser Zeit das bestimmte Werk, die wir hier tun sollten, eben den verlorenen Schafen zu suchen. Amen. Amen. Okay, then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde für heute abschließen.